mit die Psychologie von Menschen, die es lieben, zu Hause zu bleiben. Ist dir schon einmal etwas Merkwürdiges aufgefallen? Manche Menschen blühen bei dem Gedanken auf, rauszugehen. Volle Restaurants, laute Musik, endlose Gespräche. Und andere spüren Erleichterung, wenn Pläne abgesagt werden. Keine Enttäuschung, kein FOMO, Erleichterung. Wenn du zu den Menschen gehörst, die insgeheim hoffen, dass jemand schreibt, hey, können wir verschieben? Und du dir heimlich denkst, Gott sei Dank, dann könnte sich dieses Video unangenehm vertraut anfühlen. Denn die Gesellschaft bezeichnet Menschen wie dich als faul, asozial, langweilig, schwierig, unmotiviert. Aber die Psychologie erzählt eine ganz andere Geschichte. Und wenn du sie einmal gehört hast, wirst du dich selbst vielleicht nie wieder so sehen wie vorher. Bleib dran, denn der letzte Teil erklärt, warum Menschen, die es lieben, zu Hause zu bleiben, in Wahrheit oft etwas viel Zerbrechlicheres schützen, als irgendjemand ahnt. Warum zu Hause bleiben sich wie Frieden anfühlt. Fangen wir mit einer einfachen Szene an. Es ist Freitagabend. Deine Freunde sind voller Vorfreude. Die Gruppe im Chat explodiert vor Nachrichten. Alle machen sich fertig, ziehen sich schick an und du starrst auf dein Sofa, deine Decke, deine Lieblingsserie und jeder Teil deines Körpers flüstert, bitte, zwing mich nicht rauszugehen. Du bist nicht wütend. Du bist nicht traurig, du bist nicht depressiv, du bist einfach ruhig. Und hier kommt die psychologische Wahrheit, die die meisten nie lernen. Extrovertierte laden ihre Energie auf, indem sie unter Menschen sind. Introvertierte und Menschen mit einem sensiblen Nervensystem laden ihre Energie auf, indem sie von Menschen weg sind. Jedes Gespräch, jedes Geräusch, jeder unerwartete Moment zieht langsam Energie ab. Zu Hause ist kein Fluchtort. Zu Hause ist die Ladestation. Und dein Gehirn weiß das. Psychologen nennen das optimalen Erregungszustand. Manche Nervensysteme brauchen mehr Reize, um sich lebendig zu fühlen. Andere brauchen weniger, weil sie ohnehin schon alles intensiv wahrnehmen. Das ist keine Schwäche. Es ist Verschaltung. Aber das ist nur die Oberfläche. Es gibt einen tieferen Grund, warum zu Hause bleiben sich wie Sauerstoff anfühlt. Einen, über den fast niemand spricht. Kontrolle. Der stille Komfort, den niemand zugibt. Da draußen, in der Welt, ist alles unvorhersehbar. Pläne ändern sich. Menschen unterbrechen. Lärm passiert einfach. Deine Sinne kommen nie vollständig zur Ruhe. Aber zu Hause? Du kontrollierst das Licht, die Lautstärke, die Energie im Raum, die Menschen, die eintreten. Dein Gehirn erkennt etwas Mächtiges. Hier überrascht mich nichts. Hier bin ich sicher. Für Menschen mit Angst, mit chaotischer Kindheit, mit hoher Sensibilität oder ungelöstem Trauma ist dieses Gefühl kein Luxus. Es ist Überleben. Und wenn das Nervensystem einmal einen Ort findet, der sich endlich sicher anfühlt, will es nicht mehr weg. Aber jetzt wird es kompliziert. Denn nicht jeder, der zu Hause bleibt, tut es aus Frieden. Manche tun es, weil sie sich verstecken. Und dieser Unterschied ist entscheidend. Wenn zu Hause bleiben Schutz wird und nicht mehr Komfort, lass mich dich etwas Ehrliches fragen. Bleibst du zu Hause, weil es dich erfüllt oder weil die Welt sich zu viel anfühlt? Denn die Psychologie zieht hier eine leise Linie. Friedvolle Einsamkeit heilt, vermeidende Isolation zersetzt. Manche Menschen sind in einem Zuhause aufgewachsen, in dem Gefühle gefährlich waren. Streit, der ohne Vorwarnung explodiert, Kritik, getarnt als Liebe, Chaos, das so getan hat, als wäre es normal. Ihr Gehirn hat früh gelernt, unter Menschen zu sein bedeutet Risiko. Also vermeiden Sie als Erwachsene. Nicht, weil Sie andere hassen, sondern weil jede Interaktion mit einer stillen Frage verbunden ist. Was, wenn etwas schief geht? Zu Hause bleiben wird zur Rüstung, zum Komfort, zur Vorhersehbarkeit, aber auch zum Käfig. Und hier kommt der Teil, der wehtut. Je länger das Zuhause der einzige sichere Ort ist, desto kleiner wird die Welt. Ganz leise. Nicht auf einmal, Stück für Stück. Bis das Leben irgendwann daraus besteht, anderen beim Leben zuzusehen, durch einen Bildschirm. Die überraschenden Stärken von Menschen, die die Stille mögen. Jetzt wird es interessant.
Menschen, die wirklich gern Zeit allein verbringen, entwickeln oft Eigenschaften, die die Gesellschaft insgeheim beneidet. Sie denken tief, sie erkennen Muster, die andere übersehen. Sie verarbeiten Emotionen, statt sie im Lärm zu betäuben. Studien zeigen, Einsamkeit erhöht oft Kreativität, Problemlösefähigkeit, emotionales Verständnis, Selbstwahrnehmung. Ihre besten Ideen entstehen nicht in vollen Räumen. Sie kommen um 2 Uhr morgens in der Stille, wenn Gedanken endlich Platz zum Atmen haben. Diese Menschen brauchen die Welt nicht, um sich zu unterhalten. Ihre innere Welt reicht. Und das ist keine Langeweile. Das ist Reife. Aber es gibt eine dunklere Seite. Mir geht's gut. Die Lüge, mit der ruhige Menschen leben. Menschen, die zu Hause bleiben, tragen oft einen Satz wie eine Rüstung. Mir geht's gut. Sie wollen niemandem zur Last fallen. Sie wollen keine Aufmerksamkeit. Sie wollen nichts erklären, was sie selbst kaum in Worte fassen können. Also verstecken sie sich. Nicht ihre Gefühle, ihre Bedürfnisse. Sie sagen Pläne ab mit Sätzen wie: Ich bin müde. Ich muss arbeiten. Vielleicht nächste Woche. Aber die eigentliche Übersetzung lautet oft: Mein Nervensystem ist überlastet und ich kann gerade nicht so tun, als wäre alles in Ordnung. Und fast niemand hört das, weil sie nach außen funktionieren, ruhig wirken, selbstständig scheinen, während innerlich ein ständiger innerer Dialog läuft. Kümmere ich mich um mich oder spiele ich die Person, die andere von mir erwarten? Diese Frage verschwindet nie ganz. Der Grund, warum das Gehirn zu Hause wählt. Dein Gehirn entscheidet sich nicht für Faulheit. Es entscheidet sich für Regulation, Menschenmengen, Gespräche, Geräusche, Unvorhersehbarkeit. All das aktiviert das Nervensystem in einen unterschwelligen Kampf- oder Fluchtmodus. Zu Hause schaltet ihn aus. Das bedeutet, der Puls wird langsamer, die Atmung wird tiefer, Gedanken beruhigen sich, Anspannung löst sich. Dein Gehirn sagt: Hier muss ich mich nicht verteidigen. Und das macht süchtig. Nicht auf toxische Weise, sondern als Erleichterung. Wenn du einmal echte Sicherheit gespürt hast, sehnst du dich nach ihr. Aber hier kommt die Wendung. Zu viel Sicherheit wird zu Stillstand. Wenn Komfort beginnt, dir Chancen zu stehlen, Komfort fühlt sich gut an, Wachstum selten. Manche Menschen gehen irgendwann kaum noch raus, nicht weil sie das Leben hassen, sondern weil das Leben sich nicht mehr handhabbar anfühlt. Sie sagen sich: Ich bin zu Hause einfach glücklicher. Das ist eben mein Charakter. Menschen sind anstrengend. Und manchmal stimmt das, aber manchmal ist das Erschöpfung, getarnt als Vorliebe. Ist das Angst, verkleidet als Self-Care. Ist das emotionaler Burnout, maskiert als Introvertiertheit. Die eigentliche Frage lautet nicht: Magst du es, zu Hause zu bleiben? Die eigentliche Frage ist: Lässt dich das Zuhausebleiben wachsen oder schrumpfst du dadurch? Wenn du zu Hause liest, erschaffst, nachdenkst, regenerierst, ist das Nahrung. Wenn du zu Hause bleibst, um Scheitern, Bewertung, Verletzlichkeit zu vermeiden, ist das Vermeidung. Das eine heilt, das andere lässt dein Selbstvertrauen langsam zerfallen. Warum die Gesellschaft Homebodies missversteht. Wir leben in einer Kultur, die besessen von sichtbarem Leben ist. Fotos, Lärm, ständige Bewegung, Wochenenden, die episch sein müssen. Ruhige Menschen passen nicht in diese Erzählung, also bekommen sie Etiketten. Asozial, langweilig, nicht ehrgeizig. Aber die Psychologie sieht etwas völlig anderes. Selbstregulation, stille Intelligenz, emotionale Verarbeitung, bewusster Umgang mit Energie. Menschen, die es lieben, zu Hause zu bleiben, haben keine Angst vor der Welt. Sie sind nur sehr sorgfältig darin, wem und was sie ihre Energie geben. Und ganz ehrlich, das ist Weisheit. Aber Weisheit braucht Ehrlichkeit. Du musst wissen, wann zu Hause bleiben Selbstrespekt ist und wann es Vermeidung ist, verkleidet als Frieden. Das versteckte emotionale Risiko. Hier ist der Teil, vor dem dich niemand warnt. Je mehr du unangenehme Umgebungen vermeidest, desto bedrohlicher wirken sie. Dein Gehirn lernt, das machen wir nicht mehr. Neue Orte fühlen sich schwerer an. Gespräche werden anstrengender, einfache Aufgaben wirken auslaugend. Nicht, weil sie schlimmer geworden sind, sondern weil deine Toleranz geschrumpft ist. Und das kann leise zu Folgendem führen: soziale Angst, Isolation, Schwierigkeiten, tiefere Beziehungen aufzubauen, weniger Selbstvertrauen,
Emotionale Abstumpfung, nicht sofort, nicht dramatisch, langsam. Deshalb ist Selbstreflexion so wichtig, nicht Verurteilung. Reflexion. Frag dich, nährt mich meine Einsamkeit oder ersetzt sie langsam mein Leben? Nur du kennst die Antwort. Die gesündeste Version von zu Hause bleiben. Das Ziel ist nicht, dich in Menschenmengen zu zwingen. Und es ist ganz sicher nicht, Einsamkeit aufzugeben. Die gesündesten Menschen, die es lieben, zu Hause zu bleiben, tun Folgendes. Sie nutzen Einsamkeit, um sich zu erholen, nicht um zu verschwinden. Sie sagen Ja ausgewählt, nicht aus Angst. Sie erschaffen Rituale. Tee bei Sonnenuntergang, Tagebücher, Bücher, Projekte, kreatives Denken, Selbstreflexion, bewusst gewählte Stille. Das Zuhause wird zum Schutzraum, nicht zur Flucht. Sie wählen Frieden, ohne Möglichkeiten zu opfern. Der wahre Grund, warum manche Menschen heimlich zu Hause bevorzugen, gehen wir tiefer. Es gibt noch eine Schicht. Viele Menschen, die es lieben, zu Hause zu bleiben, haben eine innere Gemeinsamkeit. Sie haben sich als Kinder nie wirklich sicher gefühlt, emotional, körperlich, psychologisch. Also haben sie sich ihre eigene sichere Welt gebaut. Decken, sanftes Licht, Musik, der sie vertrauen, Wände, die sie kennen. Ihr Zuhause ist nicht nur ein Ort, es ist eine Korrektur für ihr Nervensystem. Und wenn das auf dich zutrifft, möchte ich, dass du eines ganz bewusst hörst. Nichts daran macht dich schwach. Es macht dich anpassungsfähig. Aber Anpassung bedeutet nicht automatisch Freiheit. Und manchmal heißt Heilung, zu lernen, sich auch außerhalb der eigenen Wände sicher zu fühlen. Sanft, schrittweise, absichtlich. Nicht, weil du musst, sondern weil es draußen mehr Leben gibt, wenn du dich entscheidest, es zuzulassen. Abschließender Gedanke. Und ich möchte, dass du ihn dir wirklich vornimmst. Wenn Zuhausebleiben dir Frieden bringt, dann beschütze diesen Frieden. Er ist selten, aber frag dich auch, ist mein Zuhause mein Heiligtum oder mein Versteck? Wähle ich die Einsamkeit oder wählt die Angst sie für mich? Denn diese Antworten formen, wie tief du dich verbindest, wie mutig du lebst und wie vollständig du die Welt erlebst. Und hier ist die Wahrheit, die die Psychologie leise zugibt. Die reichsten Köpfe leben oft in den ruhigsten Räumen, aber die stärkste Version von dir lernt, wann es Zeit ist, die Tür zu öffnen. Nicht aus Druck, nicht um jemandem etwas zu beweisen, sondern weil du dich endlich stark genug fühlst, deinen inneren Frieden mitzunehmen, egal wohin du gehst. Wenn du dich in diesem Video gesehen fühlst, bist du nicht allein. Und vielleicht, nur vielleicht, liebst du es nicht, zu Hause zu bleiben, weil du dem Leben ausweichst, sondern weil dein Nervensystem endlich einen Ort gefunden hat, an dem es nicht mehr kämpfen muss. Die Frage ist jetzt nicht, soll ich aufhören, zu Hause zu bleiben? Die Frage ist, wie kann ich mir ein Leben aufbauen, in dem ich mich so sicher fühle, auch dann, wenn ich nicht zu Hause bin? Bleib bei dieser Frage, denn die Antwort könnte leise alles verändern.